Hi, willkommen zu Trish Tells. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es eine Review zu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deos ohne Aluminium. Und falls euch das interessiert, dann bleibt doch gerne dran und ich würde sagen, wir starten. Ich habe verschiedene Deos ausprobiert, weil ich weg wollte von Aluminiumsalzen. Es ist nicht erwiesen, dass die schädlich sind, aber wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich probiere mal ein paar aus. Es sind ein paar dabei, die waren ein Griff ins Klo, aber es sind auch ein paar dabei, mit denen ich echt zufrieden war. Und ja, wir starten mit Nummer 1. Das erste Deo, das ich euch heute zeige, ist von I+M Extra Strong Deo Creme. Die kommt in so einem kleinen Tiegel. Das ist eine Deo-Creme, wie gesagt. So sieht die aus. Die riecht, finde ich, nach Zitronenkuchen. Riecht sehr angenehm. Die ist ein bisschen pricey. Also ich glaube, genau, 8,90 € kostet die. Ich fand, die hält ganz gut an so normalen Tagen, an denen ich jetzt nicht irgendwie mega viel Sport mache oder so. Aber der Hauptgrund, wieso ich sie nicht aufgebraucht habe, war, dass, und das trifft auf ein paar von den Deos zu, dass ich diese Kombination von meinem eigenen Körpergeruch in Verbindung mit dem Deo, also das fand ich irgendwie nicht gut. Also am Anfang roch es gut, aber mit den, also wenn die Zeit vergeht, ein paar Stunden vergehen, dann riecht es nicht richtig schlecht oder so, das nicht. Aber keine Ahnung, es steht dann ein neuer Geruch. Also es riecht dann nicht mehr nach Zitronenkuchen, sondern ja, das muss einfach mit dem eigenen Körpergeruch harmonieren. Und irgendwas hat mich einfach gestört. Es ist jetzt nicht super penetrant, aber ich dachte halt einfach, nee, also irgendwie passt mir das nicht. Das Deo verspricht auch, dass es bereits Gerüche neutralisieren soll, die entstanden sind. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben, ehrlich gesagt, aber ja, sowas ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das muss man mal ausprobiert haben, ob es einem passt. Ja, wie gesagt, also ich war nicht ganz zufrieden. Was für mich ein No-Go ist bei Deos, ist, wenn die Flecken hinterlassen auf der Kleidung. Ich trage sehr oft dunkle Kleidung und das kann ich einfach nicht gebrauchen, wenn ich dann weiße Rückstände auf den Klamotten habe. Und genau, deswegen ein Minus. Was ich ganz gut finde an dem Deo ist eben, dass es halt in Deutschland hergestellt ist und es ist ergiebig auf jeden Fall und es ist ohne Alkohol. Ja, außerdem sind 54% des Produkts Bio, aber es enthält ätherische Öle. Das ist jetzt nicht für jedermann, das müsst ihr einfach für euch herausfinden. Kommen wir jetzt zu einem Flop-Produkt für mich auf jeden Fall. Das ist die Dove mit pflegendem Zinkkomplex, diese Dose hier. Und zwar, was mich am meisten gestört hat, also kennt ihr das, wenn ihr manchmal Deo sprüht und dann kriegt ihr Atemnot? Ich weiß nicht, das ist so ein... Ach, da ist gar nichts mehr drin. Also ich habe es auf jeden Fall aufgebraucht. Gut gemacht, aber ja, erstens war der Duft richtig penetrant, ich habe Rosenduft ausgewählt und zweitens konnte ich es halt nicht im Bad sprühen, weil ich danach keine Luft mehr gekriegt habe und das geht gar nicht. Also ja, wenn die Partikel einfach zu groß sind, dann entsteht Atemnot und das muss einfach nicht sein. Ja, außerdem hat es auch keinen Alkohol, aber es hat bei mir einfach nichts gebracht. Ich habe nach wie vor Schweißgeruch gehabt und ja, deswegen ist es für mich einfach ein Flop-Produkt, weil es bei mir nicht wirkt. Das Deo kostet 2,45 € und ja, die Dose ist ganz schön, aber wenn es halt nichts bringt, dann
werde ich es auf jeden Fall nicht nachkaufen. Kommen wir jetzt zur zweiten Deo-Creme. Das ist die von Green Door. Die fand ich anfangs nicht schlecht. Ich finde, die riecht sehr gut nach Babypuder. Und ja, ist auch so eine weiße Creme. Man braucht auch von der nicht so viel. Man kann es sogar managen, kaum Rückstände zu hinterlassen, wenn man nicht zu viel vom Produkt nimmt. Allerdings ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil entweder man hat zu viel oder zu wenig. Aber halt genau die perfekte Menge daraus zu grabben ist halt ein bisschen schwierig. Ja, aber also sie werben auf jeden Fall damit, dass wenn man Rückstände hat, sollte man einfach eine geringere Menge nehmen. Genau, die Wirkung hier, die setzt erst nach 2 Tagen ein, wenn man es das erste Mal benutzt. Also auf jeden Fall erstmal auftragen, wenn ihr zu Hause seid oder wenn ihr nicht wirklich euch auf euer Deo verlassen müsst, weil ja, die ersten 2 Tage wirkt es nicht, weil sich die Bakterien und der Körper erstmal daran gewöhnen müssen. Genau, auch hier hatte ich das Problem, dass nach einer gewissen Zeit, am Anfang fand ich es immer gut, aber nach einer gewissen Zeit der Anwendung hatte ich einfach das Gefühl, ja, diese Mischung aus Körpergeruch und Deo-Creme, ich weiß nicht, war jetzt nicht so geil. Also deswegen kaufe ich es mir auch nicht mehr nach. Ich glaube, das ist aber meine zweite Dose gewesen. Also es hat schon lang gehalten, aber ja, ich werde es mir jetzt nicht nachkaufen. Ein Plus an dieser Deo-Creme ist, dass sich die Flecken leicht rauswaschen lassen und es für empfindliche Haut geeignet ist. Und es enthält keine Nanopartikel. Allerdings auch eher pricey, also für so ein Döschen zahlt man 7,95 €, aber es hält echt lang. Also ja, von daher Preis-Leistung schon ganz okay. Alle Deos, die ich euch heute vorstelle, haben meine Achseln nicht ausgetrocknet. Das ist auch noch ganz wichtig für mich, weil ich habe recht trockene Haut unter den Achseln und das geht gar nicht, wenn das dann zu viel Alkohol enthält und es die Achseln austrocknet. Und es sind keine Antitranspiranten, also die überdecken nur den Körpergeruch, die verhindern nicht das Schwitzen. Aber ich habe damit kein Problem, weil ich schwitze generell nicht so übertrieben viel, außer ich mache vielleicht richtig intensiven Sport. Aber ja, ich komme damit zurecht. Mir ist wichtig, dass ich gut rieche. Genau, jetzt kommen wir zu 2 Farbprodukten. Die kommen beide in Aluminiumdosen. Zum einen das Far Fresh and Free. Beide sind von der Linie Fresh and Free. Allerdings ist das einmal Gurke-Melone-Duft und einmal Grapefruit Lychee. Ich meine, das hier ist die alte Verpackung und das hier die neue. Die neue hat keinen Deckel. Aber ja, keine Ahnung. Das hier ist mein absoluter Favorite, das hier eher nicht. Hier hatte ich auch, obwohl das beides von derselben Linie sind, hatte ich hier das Problem mit der Erstickungsgefahr und hier nicht. Deswegen ja, war das hier einfach ein Flop für mich. Preislich liegen die nah beieinander, so zwischen 2,70 und 3 €. Hier hatte ich das Gefühl, das Deo hebt nicht so lang, also irgendwie kam trotzdem der Schweißgeruch durch. Ja, deswegen habe ich mir das auch nicht nachgekauft, diesen Duft. Ich hatte hier auch leichte Rückstände, also die Formulierung. Vielleicht hat sich auch die Formulierung geändert. Ich weiß es nicht, weil hier hatte ich das Problem nicht. Keine Ahnung. Mit dem neuen Design haben die vielleicht auch was an der Formulierung geändert. Das hier riecht super angenehm. Also ich finde, es riecht nicht so penetrant, aber trotzdem hat es einen leckeren, femininen Duft irgendwie. Deswegen benutze ich es einfach richtig gerne. Hier sind 150 Milliliter drin. Das hält eine Weile. Ich würde jetzt behaupten, es langt einen Monat oder 3 Wochen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ja, ich komme ein bisschen damit klar. Und es hält den ganzen Tag und es verträgt sich mit meinem Eigengeruch. Und das ist einfach
perfekt. Das hier habe ich auch schon oft nachgekauft und ich werde es auch weiterhin benutzen, weil ich so zufrieden damit bin und es hinterlässt halt keine Rückstände auf meiner dunklen Kleidung. Finde ich top. Und übrigens habe ich auch auf aluminiumfreie Deos gewechselt, weil ich das Problem hatte, dass meine Klamotten in der Wäsche mit dem Deo reagiert haben und dann wurde das richtig eklig unter den Achseln. Es wurde so ein bisschen hart. Ja, wer kann das schon gebrauchen, weil ich meine, ich schrotte quasi mit dem Deo meine Klamotten. Hallo? No, please don't do this. So, jetzt sind wir schon beim letzten Deo angelangt. Das ist das von Sebamed. Ich glaube, das war Ökotest-Testsieger. Das kostet 4,49 €. Hier sind 75 Milliliter drin. Das hier finde ich gut. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr nicht so stark schwitzt. Ich benutze das immer zu Hause. Ich kann mich darauf verlassen, allerdings wenn ich stark Sport treibe oder schwitze, kommt auch hier der Schweißgeruch durch. Aber ich finde, ja, hier ist halt Alkohol drin, muss man auch mögen, aber ich finde, dadurch, dass es einen pH-Wert von 5,5 hat, soll es die Schutzfunktion der Haut stärken. Und ja, ich finde, es wirkt zu einem gewissen Grad einfach richtig gut. Ist halt ein Spray. Ich finde, mit einer Sprühdose kann man halt auch zwischendurch einfach mal schnell auffrischen. Das geht hier nicht so gut. Ja, hinterlässt aber 0,0 Rückstände, dadurch, dass es einfach ein klares Wässerchen ist. Das Sebamed, das riecht sportlich frisch. Es ist ein bisschen schwierig zu dosieren, weil man muss ja pumpen und manchmal erwischt man nicht alles und keine Ahnung, also ich brauche mindestens so 3 Spritzer, um die komplette Achsel abzudecken. Aber ja, ich vertrage es gut und es kommt in einem Glastiegel und ist ohne Mikroplastik. Ja, das war's auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und falls ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und genau, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt zu aluminiumfreien Deos, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich probiere gerne aluminiumfreie Deos weiterhin aus. Ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht es gut, eure Patricia. Tschüss!